Hallo, heute sind wir im Aquazoo Düsseldorf. Hier befinden wir uns vor einem Highlight-Aquarium im Aquazoo. Das ist unser Halbrund-Panoramabecken, das einen Lebensraum Borneos zeigt, mit vielen verschiedenen Fischarten, aber auch anderen Tieren, Schnecken, Garnelen. Und unter den Fischen sind mehrere Arten hier im Becken, die im Freiland stark bedroht sind, weil der Lebensraum immer kleiner wird und wo es dann jetzt wirklich auch um die Erhaltungszucht geht. Wir haben hier zum Beispiel den Filament-Prachtgurami, ein sehr, sehr seltener kleiner Süßwasserfisch, der auch nur endemisch auf Borneo vorkommt. Und diese Art wird hier gezeigt, ganz, ganz wichtig, die Leute sollen die ja kennenlernen, die sollen die Geschichte erfahren. Und sie wird hier gezüchtet, sowohl im großen Schaubecken als auch hinter den Kulissen. Und wir sind natürlich auch organisiert in einem großen Projekt, das nennt sich das Paraphomenos-Projekt. Das koordiniert die Zucht von 20 verschiedenen Paraphomenos-Arten, von denen wir halt diese eine hier halten und züchten. Ja, das ist eine Zuchtwand für ausgewählte Süßwasserfische, und im Süßwasser haben wir das Phänomen, dass jede Art eigentlich so ihre eigenen bestimmten Verhältnisse benötigt, Wassertemperatur, pH-Wert etc. Und deswegen hat jedes Aquarium eigentlich seinen eigenen kleinen Filterkreislauf, beziehungsweise jede Art. Also manchmal sind auch nochmal Aquarien aneinandergereiht geschaltet. Wir haben hier Arten untergebracht, die wir in der Ausstellung im Borneo-Becken sehen. Das sind zum Beispiel die Filament-Prachtguramis, die hier gezüchtet werden. Bei den Tieren ist es so, dass die auch in der Ausstellung züchten, wir aber natürlich gezielt auch hier hinter den Kulissen Tiere nachziehen. Das Besondere bei der Haltung der Filament-Prachtguramis ist, dass die mit Lebendfutter gefüttert werden. Das heißt, die bekommen kleine Krebstiere zu fressen oder Wasserflöhe oder Wasserinsektenlarven. Und das züchten wir auch hier mit hinter den Kulissen, sogar mit hier im Zuchtregal. Wir haben nämlich hier sehr vermehrungsfreudig die Wollnies. Die Wollnies sind Sulawesi-Inlandsgarnelen, eine sehr, sehr vermehrungsfreudige Art, deswegen die Wollnies. Diese Garnelen leben mit im Borneo-Becken, weil sie einfach zum natürlichen Lebensraum unter anderem der Filament-Prachtguramis gehören. Sie dienen aber auch als Futter, gerade die kleinen Tiere. Die Garnelen vermehren sich also im großen Schaubecken, und damit die Art aber wirklich aufrechterhalten werden kann und wir auch sicher gehen können, dass wir immer welche haben, werden die auch hier hinter den Kulissen gezüchtet. Dann haben wir die Filament-Prachtguramis, die wir in mehreren Becken hier züchten. Hier werden also die Jungtiere aufgezogen und bis zu einer gewissen Größe, um dann irgendwann auch in die Schau zu ziehen. Hier haben wir auch Jungtiere des Astrak-Kerbflings. Das ist eine Fischart, die im Freiland auch ausgestorben war, einfach weil der Lebensraum sehr, sehr klein war, sich in einer arabischen Oase befunden hat, und diese Region wurde trockengelegt. Damit war die Art auch verschwunden. Mittlerweile ist der Lebensraum wieder hergestellt, zumindest in Teilen, und die Art durch Erhaltungszucht vermehrt und auch wieder ausgewildert worden. Dann haben wir hier noch die Schlangenkopf-Kampffische, auch aus unserem Borneo-Becken. Das ist wieder eine Art, die ausschließlich Lebendfutter akzeptiert, für die wir also hier auch Lebendfutter züchten, draußen in großen Bottichen, aber auch hier drin. Das ist dann vor allem Wasserflöhe. Wir füttern aber auch mit Artemien oder mit kleinen Bachflohkrebsen. Das Besondere am Schlangenkopf-Kampffisch ist, dass die befruchteten Eier vom Männchen ins Maul genommen werden. Das sind also Maulbrüter und dort geschützt sind vor Fressfeinden. Und im Maul schlüpfen dann die Fischlarven und werden irgendwann dann vom Männchen
ausgespuckt und sind auf sich alleine gestellt. Dies passiert bei uns auch nicht im Schaubecken. Wenn wir also sehen, da haben sich Tiere verpaart, da wurde gebalzt und da hat das Männchen die Eier aufgenommen, wird eine gewisse Zeit danach das Männchen entnommen, und zwar sehr, sehr vorsichtig. Das macht man nicht einfach mit dem Kescher, das wäre viel zu stressig, dann würde das Männchen auch die Eier wieder ausspucken. Das macht man also wirklich mit einem Gefäß im Wasser. Man hebt das Männchen also mit dem Wasser quasi aus dem Schaubecken und setzt es dann vorsichtig hier in ein Zuchtbecken. Und hier können dann die Kleinen unter kontrollierten Bedingungen aufwachsen, nachdem das Männchen sie dann ausgespuckt hat. Und, das ist auch schön für das Männchen, hier kann das Männchen sich dann noch ein bisschen erholen, denn es hat wirklich lange nicht gefressen danach, einige Wochen nicht, und kann hier ein bisschen aufgepäppelt werden. Ja, hier werden auch noch Killifische gezüchtet und die Becken sieht man schon an. Es gibt einmal eine Ablaichhilfe, das sind diese dunkelgrünen Strukturen, also diese Wollfäden, da legen dann die Tiere ihre Eier dran. Und diese andere Struktur, dieses hellgrüne, das ist einfach nur eine Versteckmöglichkeit für die Jungfische, denn die Killifische sind ausgewiesene Kannibalen, also die fressen ihre eigenen Jungfische, wenn die sich denn nicht verstecken. Hier in dem Becken haben wir die Ameca-Eritze. Das ist ein Fisch aus Mittelamerika, aus Mexiko. Und diese kleinen Süßwasserarten haben oft sehr, sehr kleine Lebensräume, auch die sehr anfällig sind auf menschliche Einflüsse wie Verschmutzung oder natürlich auch Verbauung. Und deswegen sind viele von diesen kleinen Arten in Mittelamerika stark bedroht bzw. im Freiland schon verschwunden. Die gehören zu einem Projekt, das nennt sich Good Aid Working Group. Innerhalb dieses Projekts sind verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen auf der ganzen Welt vernetzt. Die züchten nicht nur diese Tiere, sie stellen auch die Lebensräume wieder her. Das heißt, die Biotope, die dann neu wieder geschaffen werden, die dienen dann als Lebensraum für diese Backup-Population, die in Zoos und anderen Einrichtungen dann vermehrt wurden bis dahin. Hier ist noch so eine Art, das ist der Tequila-Kerpfling. Ein sehr kleiner, unscheinbarer Fisch, der aber einmal mehr unterstreicht, wie wichtig diese Arbeit der Zoos ist, nicht nur die Arten zu erhalten, sondern wie jetzt in diesem Beispiel auch innerhalb der Good Aid Working Group die Lebensräume wiederherzustellen und die Arten dann auch wieder auszusetzen. Das ist bei vielen anderen Tierarten nicht so einfach, weil die Lebensräume einfach gar nicht mehr da sind, nicht wiederhergestellt werden können. Bei solchen Fischen geht das manchmal gut und ja, das sind so kleine Erfolgsgeschichten, die genauso wichtig sind wie bei anderen Arten. Die Tequila-Kerpflinge, die waren also verschwunden, der Lebensraum war völlig zerstört und die letzten Tiere hat man abgefischt, abgesammelt und hat in menschlicher Obhut dann die Tiere vermehren können, um sie dann jetzt im wiederhergestellten Lebensraum auch wieder auswildern zu können. Ja, hier werden unsere Triopse oder Urzeitkrebse gezüchtet und das ist zumindest theoretisch relativ simpel. Die leben nämlich im Freiland, in Pfützen, und legen da auch ihre Eier, und wenn diese Pfützen irgendwann austrocknen, spätestens dann sterben auch die adulten Tiere, und die Eier, die erleben ein Trockenstadium, und erst wenn es wieder regnet und sich diese Bereiche wieder mit Wasser füllen, schlüpfen die kleinen Krebslarven. Und genau das müssen wir halt hier nachempfinden. Das heißt, die Tiere befinden sich in einem Becken mit nicht zu tiefem Wasser. Als Untergrund wird Sand genommen und da legen die Krebschen dann ihre Eier rein. Irgendwann schütten wir das Wasser dann ab nach und lassen den Rest verdunsten, lassen den Sand einmal komplett durchtrocknen, und einige Wochen später kann man einfach Wasser drüber gießen, über den Sand, und dann schlüpfen auch die kleinen Krebslarven aus dem Sand. Jetzt nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und aktiviert auch die Glockenbenachrichtigung, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn wir ein neues Video veröffentlichen.